Willkommen zu dieser Kurzpräsentation über meine Bachelorarbeit mit dem Titel Analyse des Prüfverfahrens auf Barrierefreiheit im Web Easy Webcheck. Digitale Barrierefreiheit bedeutet, dass digitale Angebote wie beispielsweise Webseiten für alle Nutzende zugänglich, nutzbar und verständlich sein sollen. Um Barrieren von nicht barrierefreien Angeboten beheben zu können, müssen diese zuerst identifiziert werden. Dazu gibt es viele verschiedene Verfahren, die unter anderem in Aufwand, Kosten und Abdeckung der Barrieren variieren. Eines dieser Verfahren ist der Easy Web Check. Mit diesem sollen häufige Barrieren auf einer Webseite gefunden werden können und das effizient und ohne technische Vorkenntnisse. Dabei werden verschiedene Tools sowie manuelle Prüfung kombiniert, um einen Teil der Kriterien der europäischen Norm 301/549 abzudecken. Diese stellt Anforderungen an die digitale Barrierefreiheit des öffentlichen Sektors. In dieser Arbeit ging es darum zu analysieren, wie einfach es ist, den Easy Web Check durchzuführen, wie viele Barrieren in Hinsicht der europäischen Norm gefunden werden können und ob es Verbesserungsvorschläge gibt. Um unsere Frage zu beantworten, haben wir nach einer Literaturrecherche qualitative Nutzertests durchgeführt, ergänzt mit den quantitativen Metriken Zeit und Fehler. Die Recherche hat ergeben, dass es bereits ein theoretisches Mapping des Easy Web Checks auf die Kriterien der europäischen Norm gibt. Dieses wurde von uns herangezogen, um die Nutzertests vorzubereiten und auszuwerten. Vor dem Nutzertest haben wir auf 2 Webseiten Barrieren verteilt, mit Hilfe des Bitv-Selbstbewertungstests und dem theoretischen Mapping. Außerdem haben wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung des Easy Web Checks für die Probanden erstellt. Vor dem Nutzertest haben wir zudem ein Webinar mit den Probanden durchgeführt, um die Tools des Easy Web Checks vorzustellen. Während des Nutzertests sind die Probanden die Anleitung durchgegangen und haben so mit deren Hilfe den Easy Web Check auf den 2 vorbereiteten Websites durchgeführt. Dabei wurde die Methode Think Aloud angewendet. Die Probanden hatten verschieden gut ausgeprägte Grundkenntnisse in der digitalen Barrierefreiheit und mobilen Webentwicklung, besaßen jedoch kein Expertenwissen. Die Nutzertests haben ergeben, dass die Mehrzahl an eingebauten Barrieren von den Probanden gefunden werden konnte, in einem durchschnittlichen Zeitraum von 1 Stunde und 47 Minuten. Es sind allerdings auch falsche positive und falsche negative aufgetreten. Das heißt, es wurden Barrieren gefunden, die eigentlich keine Barrieren waren, oder Barrieren wurden nicht gefunden. Verglichen mit dem Bitv-Selbstbewertungstest wurden Fehler gemacht bei Ausnahme- bzw. Spezialfällen und sehr technischen Barrieren. Probleme lagen vor allem bei dem Nichtkennen eines Begriffs, sei es ein Begriff aus der Technik oder aus der Barrierefreiheit. Ein weiteres häufiges Problem war, dass sich Probanden bei Barrieren unsicher waren, ob es sich tatsächlich um eine Barriere handelt, zum Beispiel in Ausnahmefällen, die in der Anleitung nicht beschrieben waren. Die Tools wurden weitgehend verstanden. Aus den Ergebnissen haben wir die Schritt-für-Schritt-Anleitung verbessert. Dabei war es wichtig, Begriffe zu definieren und komplexe Prüfschritte ausführlich genug zu beschreiben. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung kann zukünftig als Hilfsmittel herangezogen werden, um den Easy Web Check durchzuführen. Jedoch ist zu beachten, dass die Installation der Tools nicht in der Anleitung inkludiert wurde, da dies nicht Teil des Nutzertests war. Der Easy Web Check hat sich für die Probanden als einfache Prüfmethode erwiesen, um ohne Expertenwissen einen Großteil an Barrieren in einem kurzen Zeitraum zu identifizieren. Vorausgesetzt, das Vorgehen bei Spezialfällen und Fachbegriffe, die nicht bekannt sind, werden beschrieben.